toll, Sabrina. Hab dir gesagt, lass das sein. Wo fährst du denn jetzt hin? Wir starten eine neue Lost Place Tour. 2 spannende Tage liegen vor uns, während wir uns auf die Suche nach neuen, faszinierenden Lost Places begeben. Doch nicht alles scheint glatt zu laufen. Ob uns am Ende Abenteuer oder Enttäuschung erwarten, werdet ihr jetzt hautnah miterleben. Also, auf geht's! So Leute, wir sind bei der ersten Location angekommen. Sieht schon echt spannend aus von außen, ne? Oder? Ja. Aber irgendwie auch ein bisschen runtergekommen, ich weiß nicht, aber von innen ist das Teil schon echt richtig geil. Also ich sag mal, man kommt relativ nah dran, aber es ist noch von einem Bauzaun umgeben, ne? Oh nee, jetzt darf man noch nicht mehr reinfahren. Super. Also ich würde vorschlagen, soll ich hier aussteigen oder soll ich da hinten aussteigen? Willst du schon gucken gehen? Ja klar. Muss mal reingegucken. Dann geh mal gucken, ich suche mal in der Zeit einen Parkplatz, weil das ja, okay, so machen wir es. Also ich gehe jetzt mal gucken und ja, ihr habt es gehört. So, also ich stelle gerade fest, es ist glaube ich ganz gut, dass wir am Wochenende hier sind und nicht während der Woche, weil hier glaube ich richtig viel Action wäre und richtig viele Leute rumlaufen würden. Deswegen haben wir hier echt Glück und haben relativ unsere Ruhe, glaube ich. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gucken, ob ich hier irgendwie einen Zugang finde. Du Scheiße, hinter eine Kamera? Boah, nee, ey. Fängt schon wieder richtig geil an. Und da hängt echt eine Kamera. Ich fresse einen Besen, ehrlich. Oh, ey. Die zeigt doch noch direkt hier hin. Scheiße. Und das ist genau der Weg, den ich jetzt gehen müsste. Genau der Weg. Es wird immer besser, ne? Jetzt bin ich hier mal ein bisschen, naja, herumgelaufen um das Gebäude. Jetzt stehen hier einfach Autos vor dem Gelände, vor dem Gebäude auf dem Gelände. Das gibt's doch gar nicht, ey. Warum sollten die denn hier parken, wenn die jetzt hier nicht irgendwie was zu suchen hätten? Naja. Da hängt auch wieder eine Kamera. Ja, 2 Stück sogar. Geil. Echt richtig geil. Ich stehe jetzt direkt vom Haupteingang und ja, hier sieht man, ist der Bauzaun schon runter. Hier ist der Haupteingang, da fehlt schon die Tür, aber ich kann leider nicht sehen, ob es da hinten noch weitergeht, ob es da hinten vielleicht auch noch einen Zugang zum Krankenhaus ist, weil für mich sieht das jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall zu aus. Die Frage ist ja auf jeden Fall, ob die Kameras hier noch aktiv sind, ne? Aber ich sag mal so, wenn hier Autos parken und da eigentlich eine Schranke ist und die Schranke ist eigentlich nur mit, naja, so eine Chipkarte oder irgendwie sowas zu bedienen, gehe ich mal davon aus, dass die Kameras auch aktiv sind, oder? Was meint ihr? Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Parkplatz gefunden, Leute. Das Gute ist, hier kann man auch auf Toilette gehen, denn nach der Autofahrt müsste ich mal meine Blase entleeren. Wir haben diesmal nämlich keinen Zwischenstopp bei einer Tankstelle gemacht. Ja, ich bin ziemlich K.O. von der Autofahrt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dieses Wetter, das schlaucht irgendwie und diese Zeitumstellung sowieso. Oh. Aber mir fällt gerade ein, wir haben was eingepackt. Anja ist zwar jetzt gerade nicht da, aber naja, ich kann ja schon mal für Anja und für mich was vorbereiten. So, im Kofferraum haben wir nämlich ein paar Holy Drinks eingepackt. Unter anderem den hier, den nagelneuen Holy Energy Drink. Den hat Holy passend zur Halloween-Zeit eingeführt. Der ist aber dauerhaft jetzt im Sortiment und der ist richtig geil. So, wir haben nämlich hier 2 Shaker eingepackt, direkt mit Wasser. Stelle ich mal hier hin. So, den werde ich mir auf jeden Fall machen. Was hat Anja noch eingepackt? Einmal Hydration, Lemon und dann hat sie noch den White Peach, auch Hydration eingepackt. Ja Mensch, welchen will die jetzt? Will sie jetzt Lemon, will sie White Peach oder will sie doch ein Energy, weil sie auch müde ist? Naja, ich würde sagen, ich mache mir erstmal jetzt ein und dann warte ich ab, ob sie jetzt auch ein Energy braucht oder ob sie nur ein Hydration Drink möchte. Holy Energy Blood Orange Bed ist da und liefert eine intensive blutorangen Geschmacksrichtung.
Holy Energy sorgt für langanhaltenden Fokus, voller Geschmack und das alles ohne Zucker oder Taurin. Dank hochwertiger Zutaten wie NewCaf und wichtigen Vitaminen bleibst du energiegeladen und konzentriert, ohne den typischen Zuckercrash. Holy bietet neben den Energy Drinks auch erfrischende Eistees und Hydration Drinks für jeden Geschmack. Alle vegan und umweltfreundlich verpackt. Für Power und Erfrischung ohne Kompromisse. Sehr, sehr lecker. Ja, Leute, wer gerne Holy auch mal ausprobieren möchte, der kann unseren Code LOST5 nutzen, um bei seiner ersten Bestellung was zu sparen. Und wer bereits Holy-Kunde ist, der kann unseren Code LOST einfach nehmen. Der Code ist dauerhaft gültig, um nochmal 10% bei eurer Bestellung zu sparen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das Ganze kann man auch einfach testen. Da gibt es Starter-Sets, einmal mit Hydration, mit Iced Tea, mit Energy und diesen Shaker dabei. Oder einfach nur Hydration oder nur Energy. Guckt einfach mal auf der Internetseite bei Holy vorbei. Alle Infos dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Trinke ich jetzt aus oder gehe ich jetzt auf Toilette? Ich glaube, ich gehe jetzt auf Toilette. Dann kann ich auch direkt schon mal gucken, wo der Parkscheinautomat ist. So Leute, kleines Update. Ich bin wieder am Haupteingang. Bin jetzt einmal komplett rumgelaufen und wollte mir jetzt eigentlich nochmal den Haupteingang anschauen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass gegenüber mindestens 3 Personen stehen auf dem Balkon. Also auf unterschiedlichen. Und hier rüber gucken. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt so verdächtig gemacht habe, dass die jetzt schon, naja, Verdacht geschöpft haben oder ob die einfach nur eine rauchen. Ich habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt, deswegen auch diese komische Ansicht gerade. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal abwarten, was passiert, ob die da jetzt stehen bleiben oder ob die jetzt einfach nur eine rauchen wollten. Das ist schon wieder so eine heiße Nummer hier, ne? Ehrlich. Das ist echt eine heiße Nummer. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich nicht. So Leute, ich bin ja im Auto. Katastrophe, ehrlich. Einfach Katastrophe. Diese scheiß Nachbarn gehen einfach nicht vom Balkon runter. Ja. Ich glaube, die haben Verdacht geschöpft oder so, keine Ahnung. Ja. Weißt du, die werden da wahrscheinlich sitzen wie, keine Ahnung, Vögel an der Futterstelle oder so, was weiß ich, und darauf warten, dass da jemand kommt. Es ist ja nicht das Wetter gerade, oben draußen auf dem Balkon zu sitzen. Eigentlich nicht, ne. Sollte man meinen, aber ja. Weiß ich nicht. Voll nervig, ehrlich. Voll nervig. Aber hast du den Zugang überhaupt gefunden? Ja, hinterm Bauzaun halt, ne? Ich wollte ja gerade vorne am Eingang noch mal gucken, am Haupteingang. Da ist ja der Bauzaun so runter. Und dann habe ich gerade gesehen, ich gucke so, so weißt du. Und dann habe ich so im Augenwinkel gesehen, dass da welche stehen auf dem Balkon. Ich denke so, guckst du da hin, so, weißt du? So, hier waren so 3, 4, 5 Personen, keine Ahnung, auf jeden Fall mehrere Leute. Schlecht. Sehr schlecht, ja. Ich habe mir übrigens gerade schon Holy gemacht, Energy. Ich wusste jetzt nicht. Ich habe voll Durst, ehrlich. Ja. Wolltest du jetzt Hydration haben? Da hast 2 Sorten von eingepackt oder wolltest du auch den neuen Energy haben? Ich habe erstmal jetzt gewartet. Ich glaube auch Energy. Energy. Ich bin müde, ja. Tja, Leute, so ist das halt, ne? Fährt man mehrere 100 Kilometer wieder zum Lost Place und was ist? Nichts ist. Also Sarina ist jetzt so nett, macht mir einen leckeren Schmecker, Holy. Die neue Sorte schmeckt echt. Aber du hast so viel Wasser wieder reingemacht. Oh. Obwohl der schmeckt sehr intensiv, ne, die Sorte. Ja. Muss man echt sagen. Mecker jetzt hier mal nicht rum, ey. Ich mecker immer. Anja mag es halt immer intensiver. Also sprich, weniger Wasser, aber gleiche Menge an Pulver. Und ich nehme immer halt genau halben Liter. Nee, es kommt aber darauf an, auf die Sorte, ne? Also manche Sorten, da könnte sogar noch ein bisschen mehr Wasser rein, ne? Weil die so intensiv schmecken. Ich glaube, das ist auch so eine Sorte, die so intensiv schmeckt. Trink und sei ruhig. Und was sage ich? Das ist diese intensive Sorte. Geil. Du gehst da jetzt rein und bezahlst das Parkticket übrigens, weil die haben mich gerade schon gesehen und weiß nicht, jetzt gehst du da rein. Die haben mich gesehen. Und jetzt? Der eine hat so mich so komisch angeguckt, so auf dem Motto, was hat sie vor hier zu machen? Ich habe die Toilette gesucht, ich wollte ja auch nicht fragen. Hier ist eine Toilette? Ja. So Leute, Parkticket ist bezahlt. Ich weiß nicht, was du meinst mit komisch. Ich glaube, die haben sich ja nichts zu erzählen, die da sitzen. Und er guckt auch so durch. Ich glaube, der guckt einfach. Es ist, glaube ich, eine Sensation, dass da jemand reinkommt. Ja, da ist nichts los. Keine Menschenseele, außer die an der Information sitzen. Übrigens habe ich gerade eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Auf dem Weg hin und zurück natürlich auch. Ne? Da brennt einfach Licht in dem Krankenhaus da hinten. Ja? Oben in der vorletzten Etage brennt Licht. Also entweder ist da jetzt jemand drin. Hattest du nicht gesagt, dass da auch Autos stehen? Ja.
Aber ich wüsste nicht, wie die da reinkommen sollten. Ist ja komplett mit Bauzaun, außer an einer Stelle, die halt umgekippt ist. Aber es sah jetzt auch nicht so aus, als ob man da noch irgendwie großartig reinkommen würde. Ja. Ich weiß nicht, ganz, ganz komisch, ehrlich. Ganz komische Geschichte schon wieder. Naja. Schade, ne? Ich würde eher sagen, wir fahren erstmal zur nächsten Location. Vielleicht fahren wir danach nochmal hier hin oder so. Weiß nicht, müssen wir mal gucken. Aber mit den Nachbarn geht auf jeden Fall gar nicht. Also wirklich gar nicht. Morgen früh auf Achse, Kaffee to go. Der Kofferraum voll, unser Ziel sowieso. Die Straßen endlos, der Himmel noch blass. GPS im Blick, der Alltag bleibt krass. Grenzen überfahren, Navi lotst weiter. Tankstelle Stopp, Gespräche... So Leute, gerade lecker Schmecker gegessen, kurze Mittagspause gemacht. Und jetzt guckt Anja auf ihr berühmt-berüchtigtes Handy und wird die nächste Location raussuchen. Und dann geht es weiter. Ja, Es ist so kalt, ne? es ist kalt und das Dumme ist natürlich jetzt, da wir die Zeitumstellung haben, es wird einfach sehr, sehr früh dunkel. Wir hatten erst überlegt gehabt, hier ins Hotel zu gehen und hier zu bleiben, aber dann haben wir uns gedacht, eigentlich ist der Tag so früh gelaufen, Ja. dass wir einfach nach Hause fahren werden. Mit trotzdem dann. Ja, es fängt der Podcast gerade an, den wir noch hören. Gut, weißt du schon, wie lange wir fahren müssen? Müssen wir erstmal besprechen. Müssen wir noch machen. Okay. Eine Location, wo wir schon öfters mal waren. Wo wir nicht reingekommen sind. 2 Mal waren wir da. Einmal mit Sebastian. Also willst du gerade darauf hinaus, alle guten Dinge sind 3? Eventuell. Okay, ja. Dann besprechen wir das mal, Leute, und dann melden wir uns gleich. Von Land zu Land, von Spot zu Spot. Die Zeit ist kostbar und die Liebe zum Lot. Reisen und entdecken, die Welt ist weit. Stunden Schaut mal hier. Magic. Hey, wie krass ist das denn? An was schwebt das denn? Guck mal jetzt hier bitte. Ja, das hängt an so einem Spinnennetz wahrscheinlich. Magic. Ja, wo denn? Nicht durchfassen, siehst du? Oh, jetzt Scheiße. Du hast den Zaubertrick kaputt gemacht. Hab dich verraten. Scheiße. Ja, Leute, wir sind angekommen an dem Lost Place, wo wir schon jetzt zum 3. Mal sind, wie bereits angekündigt. Und es sind wieder Arbeiter dort. Aber die sind hinter dem. Oh, ist die Kamera. Jo. Es ist hinter dem Zaun. Ja? Ich zieh mal andere Schuhe an, ne? Ja? Nö. Ja. Wofür? Ich weiß doch gar nicht, ob das überhaupt machbar ist. Außerdem ist da jetzt auch noch auf den eine Stall. Kamera. Ja, und jetzt? Ja, die hat uns jetzt gefilmt. Ich hab's gefilmt. Sehe ich denn gut aus? Sehe ich denn gut aus, eigentlich? So, kleines Update, Leute. Rechts, ich denke, man wird es hören, wird lautstark gerade gearbeitet. Und hier links, wo wir eigentlich rein wollen, steht die Halle offen. Aber da steht auch ein angemeldetes Fahrzeug drin. 2, ja. Und ich denke mal, es werden die Fahrzeuge sein von denen, die da rechts hier gerade am Arbeiten sind. Naja. Ich glaube, das wird nix. Ein Satz mit nix, das wird nix. Naja. Aber jetzt wissen wir ja auch, Oh, das ist der falsche Eingang hier. ich glaube, es ist der falsche Eingang. Ja. Aber ich glaube, jetzt wissen wir halt aber auch, warum halt immer hier jemand am Arbeiten ist, wenn wir da sind, weil hier einfach halt jemand immer am Arbeiten ist, wenn wir da sind. So. Logischer Satz. Naja, die sind halt hier irgendwie immer mit dem Bagger am Arbeiten. Hier ist so ein Schrottplatz oder so. Ja, weil die halt immer ihren Schrott von links nach rechts mit dem Bagger machen müssen. Tag und Nacht. Tag und Nacht, ja. Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag. Die haben halt viel Schrott von links nach rechts zu bringen. Also von daher, Irgendwie unlogisch, was du gerade erzählst. für mich ist das total logisch. Für euch doch auch. Da schreibt es mir in die Kommentare. Das ergibt voll Sinn. Jede Menge Reifen. Und da drüben ist ein schöner Peugeot. Der ist so richtig, richtig Schrott. Peugeot. Wie sprichst du denn Peugeot aus? Pügott. Peugeot. 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 Poigott. Poigott. Schöner Wagen eigentlich, ne? Aber der ist so richtig, richtig hinüber, ey. Was ist denn damit passiert? Keine Ahnung, das sind alles Unfallautos hier. Das eine war ja gerade voll ausgebrannt, ne? Scheibe eingeschlagen. Ja.
Dann gucken wir noch mal, ob wir wirklich beim richtigen Gebäude sind. Und ansonsten würde ich sagen, geht's zurück zum Auto. Ja, ihr seht, es läuft heute, ne? Aber so ist es halt auch manchmal, ne? Manchmal hat man halt echt richtig Pech. Und manchmal läuft alles total wie geschmiert, ne? Ja. Eine Location, bum, 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 nach der nächsten Video. Ja, 2 Locations, 0 Videos im Endeffekt, ne? Also, naja, gehört halt dazu und wir wissen ja auch einige oder viele von euch, ja, die sehen sich auch gerne unsere Misserfolge halt an, ne? Aber so ist es ja halt nun mal auch, ne? Ja, muss man jetzt auch nicht schön reden, das gehört halt irgendwo dazu, ist natürlich ärgerlich, aber ist halt einfach so Berufsrisiko, ne? Genauso wie das Risiko erwischt zu werden, das gehört halt auch dazu irgendwo, ne? Mhm. Kann man nicht, wenn man es alles so vorher wüsste, dann könnte man sich viele Wege sparen. Mhm. Ja? Das stimmt. Aber so gehört es halt auch, ne? Das ist halt einfach so, manche Sachen klappen, manche Sachen klappen nicht. Einige schreiben ja immer, wie kann es denn sein, dass bei euch immer alles offen ist, ne? Wo ich mir denke, nein, es gibt doch genug Videos, wo einfach nicht immer alles offen ist. Aber die werden von den Leuten dann offenbar halt nicht angeschaut, ne? Weil es uninteressant ist. Genau, weil es uninteressant ist. Oder weil wir es einfach gar nicht wahrhaben möchten, ne? Ja. Wie ihr sehen könnt, Anja ist ja schon wieder gerade am gucken, welche Spots sie noch für die Tour hat, wie wir am besten fahren können, etc. pp. Also, Anja glotzt mal in Ruhe zu Ende. Ich packe schon mal aus und dann gucken wir weiter. So Leute, wir sind angekommen an der letzten Location. Anja sitzt noch im Auto und ich gehe einfach mal gucken. Hier durch den Wald. Oh. Naja, super geiler Weg, Sabrina. Hier hat einfach irgendjemand seinen ganzen Laub abgelegt. Und ich dachte, hier wäre so ein Wanderweg, aber das ist einfach nur ein Trampelweg für die Anwohner, um ihr Grünzeug zu entsorgen. Ja Leute, das wird auf jeden Fall auch die letzte Location des Tages werden. Das kann ich euch jetzt schon verraten, weil das Licht halt einfach schon wieder weggeht, ne? Man sieht es ja, denke ich mal, auch hier schon im Wald. Ist natürlich eh immer ein bisschen dunkler als normal, aber ja, das ist halt das Problem am Herbst, ne? Dass es halt einfach immer so früh dunkel wird. Ich muss jetzt mal jetzt schauen, wie wir am besten hinkommen. Hat jetzt zu Anja gesagt, ich gehe mal eben alleine kurz gucken und sobald das was ist, kommt sie dann nach. Oh, schaut mal hier, Pilze. Kann man die essen oder sind die giftig? Mit Pilzen kenne ich mich gar nicht aus. Hier liegt schon Müll. Da vorne ist das Gebäude. Wir müssen mal gucken, wie wir da hinkommen. Boah, es ist zugewachsen, Wahnsinn. Ich hätte gesehen, dass da oben an der Straße ein Zugang möglich wäre aufs Grundstück. Aber ich hätte eigentlich gedacht, wir könnten eventuell von hinten irgendwie rein, was ein bisschen unauffälliger wäre. Oh, hier stehen sogar noch Fahrräder. Mehrere. Wohnt hier jemand noch in dem Haus? Mhm. Ich glaube, da wohnt noch einer. Kann das? Scheiße. Da wohnt echt noch einer. Gott sei Dank bin ich nicht da über den Zaun. Ich war an der falschen Adresse. Ich war jetzt gerade voll falsch. Shit. Das wäre so richtig unangenehm geworden, ne, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Hier ist das Ganze aber, wo man lang muss. Ja, hier ist so ein fettes Loch im Zaun. Ey, da musst du erst bei den anderen Leuten aufs Grundstück, um dann da hinten über den anderen Zaun zu klettern. Ja, das ist frech, ne? Macht es eigentlich mehr Sinn, hier die Tür zu nehmen. Aber die ist irgendwie, keine Ahnung, geht nicht mehr.
Frage ist natürlich, ob das überhaupt machbar ist, ne? Wenn man auf dem Grundstück drauf ist. Bei irgendwelchen Leuten übers Grundstück zu gehen, davon halte ich gar nichts. Das ist Kacke. Das sieht so aus, wenn die 3 Bretter ausgetauscht worden wären vor kurzem. Vielleicht war hier so ein Zugang. Man könnte jetzt natürlich hier die Mauer hochklettern. Und dann wäre man dann da hinten. Problem ist nur, dass direkt hinter mir ein Wohnhaus ist hier. Und da ist auf jeden Fall jemand im Garten am Arbeiten. Das ist vom ADAC empfohlen, Leute. Das kann ich euch verraten. Und es ist ein Vertragshotel von Reisende Kaufleute Deutschland. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ADAC-Info. Okay, also was Fakt ist, ich mache mal eben davon ein Foto für Anja. Hier ist auf jeden Fall eine Klingel. Das verpixel ich auf jeden Fall. Und hier geht der Strom noch. Hinter mir steht jetzt der Nachbar. Ich denke mal, hört ihn. Innen drin ist auf jeden Fall noch Strom an. Da oben leuchtet etwas. Jetzt steht da auch noch seine Mülltonne raus. Da hinten steht eine ganze Horde von Nachbarn auf der Straße. Das war jetzt gerade der nächste Nachbar. Ich bin jetzt auf dem Weg wieder zurück zu Anja. Das Problem ist, zum einen der Nachbar, der direkt gegenüber am Arbeiten ist. Mit Sichtblick auf das Hotel. Punkt 2, dass dort auf der Straße 3 bis 4 Nachbarn stehen, die am Quatschen sind. Keine Ahnung, was da Sache ist. So, und das nächste Problem ist, dass man halt wirklich nicht unbemerkt aufs Grundstück kann. Das ist das große Problem an der Sache. Hier ist einfach viel zu viel los. Und jetzt kommt Anja. Mal gucken, was sie dazu sagen wird. So Leute, wir sitzen jetzt im Auto, sind auf dem Rückweg nach Hause. Es wird schon wieder dunkel, wie man unschwer erkennen kann. Und der Profi hat ja gerade noch mal abgecheckt. Was war die Profi-Meinung dazu? Naja, die Bretter im Zaun sind auf jeden Fall neu. Ja. Das ist auf jeden Fall schlecht. Und, also die Bretter sind neu, heißt, es kümmert sich wahrscheinlich auch jemand drum. Und, ich weiß nicht, ob du es schon erzählt hast, mit dem Klingelschild. Das habe ich verpixelt, ja. Da war ja noch, ist ja auch offenbar noch jemand für zuständig. Deswegen lassen wir das besser, ne? Ja, wir wollen ja keinen unnötigen Ärger riskieren. Deswegen werden wir unsere Tour am morgigen Tag weiter fortsetzen. Denn Videos müssen nur mal gedreht werden, so ist das nun mal, ne? Genau. Also sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Adios. Ciao. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist endlich der nächste Tag und es geht weiter mit der Tour. Es ist allerdings jetzt schon 12 Uhr, 12:30 Uhr. Wir sind ein bisschen spät losgekommen. Daher werden wir heute auf jeden Fall das Problem haben mit dem Licht. Es wird ja wieder so schnell dunkel. Ich glaube ab 17 Uhr oder sowas. Ich glaube schon 16:30 oder irgendwie so. Also auf jeden Fall sehr, sehr früh dunkel. Müssen wir mal gucken, was wir heute schaffen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Hotel auf dem Schirm, was wir uns mal angucken wollen. Die nächste Location wäre dann nochmal 2 Stunden zu fahren. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze heute schaffen. Ob wir überhaupt noch eine Location dann schaffen, ne? Wenn wir jetzt abdrehen. Genau. Wir warten mal ab. Wir schauen mal und melden uns dann gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen bei der Location und ja, was soll ich sagen? Hier links neben uns stehen schon direkt 2 Autos. Ja. Keine Airbags. Nee. Der eine ist ein Handwerker und der andere ist, hat ein ausländisches Kennzeichen. Echt? Ja, das war kein deutsches Kennzeichen. Ja, ich würde mal sagen, wir werden uns jetzt mal unsere Jacken anziehen. Und eine Runde spazieren gehen. Genau, ein bisschen spazieren gehen. Ja. Schön bei einem herbstlichen Wetter. Sonne scheint, die Blätter fallen von den Bäumen. Da gehen wir beide auf jeden Fall mal eine Runde spazieren. Super. So Leute, wir gehen jetzt zum Objekt hin und da stehen jede Menge Autos und wir denken schon so, scheiße. Und jetzt haben wir gesehen, hey, ein Wanderparkplatz. Ja gut, das ergibt Sinn, warum da jede Menge Autos stehen, ne? Ja. Gut, gucken wir mal weiter. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Garagen. Wofür braucht man so viele Garagen? 360 Grad Kamera. Oh ja, da hinten ist eine Kamera.
So, ich filme jetzt mal nur uns. Habe ich weniger zu verpixeln nachher. 1, 2, 3 Kameras auf jeden Fall schon mal. Auf den ersten Blick nur. Lass mal einfach gucken gehen, ist ja nicht abgesperrt. Also Genau. ich denke gerade, auf den ersten Blick wird das wahrscheinlich eh nichts werden, würde ich mal so behaupten. Oh, schick. Sehr schick hier. Das Wasser läuft da noch. Jo. Der Brunnen. Und hier noch der schöne Wasserlauf. Krass, ne? Oder ist das hier so ein Bach oder so, der da irgendwie reinläuft? Während wir dann so am Gucken waren, entdeckte Anja drin jemand. Genauso erfolgreich wie gestern die Tour war, genauso erfolgreich geht es heute weiter, offenbar. Ja, Fenster war auf Kipp gewesen, 2 Fenster so. Und ja, da hat wohl irgendjemand drin gesessen und dementsprechend ist es zwar geschlossen, sieht von außen auch sehr lost aus, aber ja, ist halt im Endeffekt noch, dass jemand drin ist. Guck mal, Anja, was ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Sieht aus wie so ein Bunker oder so, ne? So eine Festung oder irgendwie so. Ja, so ist das, ne? Kann man halt nie ändern. Komplett verflucht hier alles. Ich weiß es nicht. Also gestern ja auch schon nichts gewesen, heute nichts gewesen. Habe ich gerade schon gesagt. Guck da durchs Fenster, weißt du, oder durch diese Tür, da ist ja nur so ein Schlitz gewesen. Also ich gucke so durch. Auf einmal sehe ich da jemanden, ich denke so Fata Morgana oder so, hat keine Ahnung. Also dann habe ich gesagt, hallo? Und dann, ja, hallo. Ich dachte auch so, hallo, so einen mittleren Alter. Also ich sag mal, nee, mittleren 30, irgendwas 30, Mitte 30 oder irgendwie sowas, würde ich sagen. Sah auch aus wie so ein Handwerker oder so. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir noch eine Location zu machen heute bei den guten Lichtbedingungen. Jetzt werden vielleicht einige schreiben, man kann ja auch im Dunkeln ein Lost Place besuchen. Ja, kann man machen auch ein paar Leute. Aber ganz ehrlich, wenn die Location richtig abgelegen ist oder so, kann man das richtig gut machen. Ne? Ja. Aber in den meisten Fällen ist es nicht abgelegen, somit macht man sich aufmerksam, die Nachbarn werden aufmerksam, ne? Und ganz schnell hat man da jemanden vor der Tür stehen und im schlimmsten Fall sogar die Polizei und dann gibt es Ärger. Genau. Außerdem kommen dann auch wieder die anderen Klugscheißer, die dann wieder sagen, seid ihr selber schuld, wenn ihr erwischt worden seid. Im Dunkeln macht man sowas auch nicht. Das ist im Endeffekt immer so ein Hin und Her. Ne? Die einen sagen, warum macht ihr das im Dunkeln? Die anderen sagen, warum macht ihr das nicht im Dunkeln? Ne? Manche Locations kann man auch im Dunkeln machen. Manche Locations sollte man halt nicht im Dunkeln machen. So, wir haben jetzt doch noch mal eine Location rausgesucht, die ziemlich in der Nähe war. Da gibt es aber das Problem, dass es wohl Nachbarn gibt, die direkt die Polizei rufen, sobald man sich da irgendwie dieses Grundstück nähert. Und die sind, glaube ich, nicht zimperlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Ne? Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir noch nie hier waren bei dieser Location. Ja, ne? ja. Ey, das wird wieder... weiß ich nicht. Gucken wir erstmal. Ich bin gespannt. Hier rechts ist das. Sieht eigentlich ganz leer aus irgendwie, ne? Denke ich mir auch gerade so. Parken ist schwer, ne? Parken ist schwer und es sieht ziemlich leer aus, also leergeräumt aus. Ich weiß nicht, also vielleicht wirkt das auch nur so, aber hier zu parken wird auch wieder, sehr spannend. Ich glaube, hier kannst du gar nicht parken. Hier sind eigentlich nur Bauernhöfe. Ja. Und eine Landstraße. Aber ich denke, das ist genau das Problem, warum die Nachbarn die Polizei rufen. Selbst die Pferde gucken schon komisch. Wenn irgendwelche Leute dann direkt vor der Tür Ja, man hat hier nun mal nicht die Möglichkeit, ich sag mal, wenn das eine super geile Location wäre, ne, dann würde ich auch, keine Ahnung, 2-3 Kilometer dafür laufen. Das ist mir egal. Hauptsache, ich bleibe unentdeckt, ne, mein Auto wird nicht direkt gesehen und mache somit auch nicht auf mich aufmerksam. Ne? Aber manchen Leuten ist es halt einfach egal, aber da muss man halt damit rechnen, erwischt zu werden. Ne? So Leute, ich werde jetzt eben aussteigen und mal gucken gehen. Da kommen ja 1000 Autos. Hallo, hier bin ich. Okay Leute, schon der erste Fail. Ich gehe die Landstraße entlang. 2 Autos kommen mir entgegen.
Und ich biege auf das Grundstück da ab, wollte mich halt da hinstellen, weil hier einfach, naja, es ist halt einfach eine Landstraße, ohne Bürgersteig, ohne alles. Hab mich dann da reingestellt quasi, er ist stehen geblieben. Hat geguckt und ist dann die Straße reingefahren, wo Sabrina gerade steht. Jetzt bin ich einfach mal weitergelaufen, keine Ahnung, ob der jetzt einfach dreht und guckt, was ich mache, dass er nochmal wiederkommt. Oder ob er weitergefahren ist, ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen weiter weg von der Location. Werde gleich mal Sabrina kurz schreiben und sie fragen, ob das Auto da irgendwie stehen geblieben ist. Er hat sich auf jeden Fall nochmal nach mir umgedreht, hat geguckt, was ich da mache. Also, ja, steht unter keinem guten Stern, würde ich mal sagen. So, ich habe jetzt Sabrina gerade eben angerufen, nachgefragt, ob sie das Auto gesehen hat, was da reingefahren ist, beziehungsweise ob sie darauf geachtet hat. Sie sagte, der hätte gedreht. Und ja, wird jetzt dann wieder zurückkommen. Ich weiß es nicht, ob er jetzt hier an mir vorbeifahren wird oder ob er da jetzt stehen bleiben wird. Sabrina sammelt mich auf jeden Fall jetzt ein und dann fahren wir weiter. Was war das schon? Ja, genau. Ich wollte doch nur gucken. Ich konnte nicht mal reingucken. Ich stand einfach auf diesem Grundstück und dann kam der schon. 2 Autos kamen mir entgegen. Ich denke mir so, ja, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier ein Auto kommt auf dieser Landstraße, der sich dafür interessiert, was ich da mache? Oder der hier irgendwie Ahnung hat, dass das Haus verlassen ist oder sowas. Ja, da siehst du. Da siehst du. Schwierig, ne? Das ist echt. Ich wollte doch nur wenigstens mal reinfilmen, gucken. Ja, ob sich das halt lohnt für ein Video, ob wir dann echt woanders parken und dann lang laufen. Nichts konnte. Ich konnte nicht mal einen Blick reinwerfen. Ja. Aber daran siehst du, egal ob du jetzt quasi mit dem Parken, eine Sache, wir müssen sehr weit laufen. Ja. Würden wir ja noch machen, wäre ja kein Ding. Ja. Aber du siehst ja schon, alleine nur dich dem Gebäude zu nähern, bumm, ne? Ja. Also, ja, lassen wir da mal lieber. Ja. Mann, was ist das für eine Tour, ey? Chaos-Tour. Ja, aber echt, ne? Oder? Ja. Jetzt mal ehrlich. Aber es sieht leer aus. Der ist jetzt nicht mehr. Oder vielleicht hat er da irgendwo geparkt. Keine Ahnung. Hast du das nicht gesehen? Nee, ich habe nur gesehen, dass er gedreht hat da hinten. Und ja, also, ja. Mir fehlen gerade echt die Worte, ey. 2. Tag, 2. Location und ja. Fail. Ja. So ist das, ne? Tja. Ärgerlich, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, also es sah wirklich leer aus von außen. Ich weiß es nicht 100%. Kann natürlich auch total die Zeitkapsel sein, ne? Und man ärgert sich hinterher, aber macht ja keinen Sinn, wenn da jetzt schon ein Auto kommt und guckt, ne? Yep. Aber das nachher geht dann die Telefonkette los. Hör mal, Egon, hast du gesehen? Ja. Da ist schon wieder jemand rumgeschlichen. Genau. Guck du auch mal gleich. Ich muss mal eben noch einkaufen. Ja. Wenn ich wieder da bin, dann gehe ich noch mal gucken, was da Sache ist. Ja. Ganz schlimm, ehrlich. Du weißt halt auch nicht, wie lange die Location quasi verlassen ist, wie lange da auch der Besuch, ja, was da bis jetzt passiert ist und sowas, alles weiß man alles nicht, ne? Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Das hat sich alles sehr, naja, ins Negative entwickelt, sei es jetzt die Nachbarn oder die Leute, die sich einfach nicht benehmen können. Das tragen alle irgendwie dazu bei, ne? Ich würde sagen, eine Location gucken wir uns heute noch an und danach war das. Ja. Dann ist das halt so. Ja. Ne? Dann halt 2 Tage, null Location von innen gesehen, aber naja. Eine Location noch heute. Dafür schöne Landschaft gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Das stimmt. So Leute, wir sind jetzt in wenigen Sekunden da. Am Ziel. Ja, und ich sag jetzt zu 98,999%, das wird nichts. Dann lege ich noch einen drauf, ich sag 99%. Ja. Also sowas von in der Wohnsiedlung. Haus an Haus. Viele Autos. Und Haus an Haus. Also Haus an Haus, ja. So, jetzt auf der linken Seite. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig lost aus. Das sieht sehr, sehr lost aus. Wo soll man denn da reingehen? Das frage ich mich auch gerade. Ob ich denn nur irgendwie... Nein, da kannst du nicht mehr nachgucken. Kannst du nicht mal aussteigen, um nachzugucken. Nee, lustig ist das nicht. Oh Mann, ey. Was ist das für eine Tour? Was ist das für eine Tour? Fail-Tour. Ich kann jetzt einmal noch mal kurz drehen, dann kann man noch mal kurz gucken. Ja, aber ich werde da bestimmt nicht hingehen. Also, oh Leute, ey. Könnte man sich bei Nacht, da mal gucken, ob offen ist. Aber reingehen, dann irgendwie tagsüber, aber dann wahrscheinlich auch an einem Sonntag, wo wenn hier nichts das volle Pulle am Regnen ist. Ja, genau. Dass kein Mensch draußen rumläuft. Dann wäre das wahrscheinlich machbar. Ja. Echt
schwierig, ey. Was hier los ist, ne? Was ist das denn für eine Tour, ey? Gibt's gar nicht, ey. Hatten wir schon länger nicht mehr so, ne? Gehört halt Jetzt hatten dazu. wir immer ziemlich viel Glück die letzten Wochen, Monate. Mhm. Und dafür geht jetzt 2 Bis auf Tage ein paar. gar nichts. Bis auf ein paar Ausnahmen. So, jetzt gucken wir nochmal. Das ist aber echt schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig. Ja. Fahren wir jetzt langsam. Hinter mir ist gerade ja ein bisschen Abstand. Ja, aber es ist auf jeden Fall los, das sieht man ja auch. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, das sind zwei, also es ist ein Haus und direkt wie so ein Doppelhaus, aber eigentlich ist es ein freistehendes Haus und was nicht freistehend ist halt, sag ich jetzt mal. Das ist auch keine Doppelhaushälfte. Aber das Haus ist direkt nebenan, das andere. Und da wohnen noch welche drin. Ja, Also von allen Seiten. Einmal ganz kurz immer einen Fuß raussetzen und dann... Ja, von allen Seiten wohnt da halt irgendjemand, Ja. ne? Links, rechts, hinten, bumm, meine Sonnenbrille. Oh, Leute, ey, das ist, naja. Wie schon 1000-mal heute erwähnt, gehört halt dazu, dass man halt manchmal, Kein Glück hat. gar kein Glück hat. Das haben wir, ja, jetzt wirklich definitiv voll erwischt. Jetzt kommt auch noch die Polizei. Siehst du, guck mal, die wissen ganz genau, was wir vorhaben. Ja. Mit Blaulicht sogar. Mit Blaulicht. Tja, toll. Ganz toll, Sabrina. Hab dir gesagt, lass das sein. Wo fährst du denn jetzt hin? Ich fahr jetzt hier links. Nein. Doch, ich fahr links. Ach, Leute, ich sag mal so viel. Das war's für heute. Weil mehr werden wir jetzt auch nicht mehr schaffen. Das ist vom Licht her halt kacke. Wir müssten jetzt echt noch 2-3 Stunden noch zum nächsten Lost Place fahren. Und das macht einfach gar keinen Sinn. Wird wahrscheinlich eh nicht werden, außer Zugtür oder so. Ja. Also von daher, ja. Würde ich mal sagen, wir machen uns einen schönen Abend noch auf dem Weihnachtsmarkt. Wer das sehen will, der kann uns gerne bei Instagram folgen. Da werden wir sicherlich die eine oder andere Story noch veröffentlichen, wie wir den allerersten, und jetzt wollte ich gerade sagen, den allerersten Glühwein, aber den haben wir ja schon getrunken bei den Herbstleuchten. Ja. Eierpunsch. Ich werde einen Eierpunsch trinken. Das könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram sehen, wer uns da gerne folgen möchte. Hier ist nochmal, ne, unser Instagram-Name. Deine letzten Worte? Nichts. Gibt's nicht zu sagen. Ja. Drückt einfach die Daumen, dass die nächste Tour erfolgreicher Ja. wird. Muntert uns am besten jetzt auf mit nächste Mal wird's besser oder so Kommentaren. Ja. Ja, euch auf jeden Fall alle noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, Ciao, ciao. ciao.